Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Hallo zusammen. Ich habe den Felix heute zu Gast, wie ich erzählt habe. Jetzt müssen wir mal gucken, dass die Kamera da funktioniert. Corona hinterlässt momentan auch technisch Spuren bei uns, weil eigentlich hätten wir das jetzt digital aufgenommen, aber mangels verschiedener Kabel und anderen Setups ist egal. Jedenfalls, heute bin ich auch zu sehen. Ja, ich habe es gestern noch herausgefunden, warum meine Kamera an war, aber nicht gesendet hat. Und dementsprechend, ja, schön, dass du heute da bist und dass wir das einigermaßen Corona-mäßig hier auch hinbekommen. Wir haben es auch desinfiziert und alles, von daher alles fein. Ja, jetzt darf ich mich nicht zu viel bewegen, weil sonst die Kamera nicht scharf schaltet. Super. Ihr Lieben, wir reden heute über Podcast im Zusammenhang oder Podcast für Vereine, für Clubs, für Verbände, also im Grunde genommen für alle, die Ehrenamt betreiben. Und der Felix ist heute zu Gast. Warum eigentlich? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Carmen. Warum bin ich zu Gast? Genau, erzähl mal. Wir beide haben in den nächsten Wochen einen gemeinsamen Podcast, den wir starten für die Wirtschaftssenioren, von den Wirtschaftssenioren aus Düsseldorf. Und wir wollen euch heute ein paar Einblicke geben, warum machen wir das als Verein? Was bringt uns das? Neben dem Thema, dass wir da auch einfach Spaß dran haben. Was bringen wir euch dann auch in dem Podcast letzten Endes näher. Genau. Ja, fangen wir erstmal kurz an, vielleicht, was so die Idee des Podcasts war. Also wie kommt überhaupt so ein Podcast zustande? In unserem Fall ist es so, die Wirtschaftssenioren Düsseldorf sind, vielleicht mal eine ganz kurze Zusammenfassung für diejenigen, die den Verband nicht kennen. Es ist ein internationaler Verband mit kleinen Dependancen in den einzelnen Städten in Deutschland, über 200 beispielsweise. Und wir sind junge Unternehmer und Führungskräfte bis 40. Ich bin daher im Auffangbecken. Ich habe ja die 40 dieses Jahr schon erreicht, beziehungsweise Ende letzten Jahres. Und von daher bin ich quasi nicht mehr wahlberechtigtes Mitglied, aber darf noch aktiv mitarbeiten. Und das ist halt das Schöne auch an dem Verband. Die Ressourcen bleiben und die Netzwerke bleiben erhalten. Und wir sind in Projektteams aufgeteilt. Und eines der Projektteams ist im Grunde genommen das Thema Existenzgründung und Startups, wo wir jedes Jahr seit vielen Jahren eine der größten Startup-Veranstaltungen in NRW auf die Beine gestellt haben, nämlich mal kurz die Pitch Party. Sorry, bin so ein bisschen gruselig heute, zu viel im Kopf. Und aufgrund von Corona konnten wir natürlich diese riesige Veranstaltung mit über 300 Leuten nicht live stattfinden lassen. Also haben wir uns überlegt, was können wir alternativ machen, um trotzdem noch die Connection zur Außenwelt mit unserem Verband halt hinzubekommen, Austausch mit unterschiedlichen Leuten und dementsprechend irgendwie nicht nur in unserem eigenen Saft zu brödeln, sondern in irgendeiner Art und Weise trotzdem noch sichtbar zu bleiben und stattzufinden. Und da haben wir uns überlegt, machen wir einen Podcast. So, da haben wir uns ein etwas anderes Format überlegt, als dass wir zwei uns einfach noch hinsetzen würden und die ganze Zeit über unseren Verein quatschen, sondern wir haben uns da ein hehres Ziel gesetzt, nämlich jede Woche eine andere Sendung zu präsentieren. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was wir an Inhalten da haben? Auch wenn wir die Idee im Arbeitskreis Existenzgründung und Unternehmertum entstanden ist, haben wir uns gedacht, jetzt nur mit Startups zu sprechen, wird auf Dauer vielleicht ein bisschen langweilig und Düsseldorf bietet eigentlich deutlich mehr und wir bei den Wirtschaftssenioren sind ja auch letzten Endes nicht nur Vertreter für Startups, sondern beschäftigen uns sowohl mit wirtschaftlichen, politischen, aber auch gesellschaftlichen Themen und haben deshalb uns Gedanken über ein Format gemacht, wo genau das, was wir bei den Wirtschaftssenioren passiert, euch auch näher bringen können. Das ist natürlich... Ich mach mal kurz den Laptop da hinten raus, wenn das nervt. Also ihr seht, ich bin neu in einem Live-Format, das heißt, habe hier gerade alle Kardinalsfehler gemacht, die man auch machen kann. Aber nichtsdestotrotz, was wollen wir mit dem Format letzten Endes machen? Natürlich wollen wir euch näher bringen, was wir bei den Wirtschaftssenioren machen. Das heißt, ihr werdet die einzelnen Mitglieder kennenlernen, ihr werdet die Ämter kennenlernen, ihr werdet da auch die Arbeitskreise, in denen wir sind, kennenlernen. Und darüber hinaus haben wir aber auch gesagt, wir wollen mit mittelständischen Unternehmerinnen sprechen. Wir wollen mit VertreterInnen aus Politik und Wirtschaft sprechen. Und wir wollen natürlich auch hier Startups und junge UnternehmerInnen
auch letzten Endes in eine Plattform bieten. Wir wollen mit den Leuten ins Gespräch gehen, in den Austausch gehen. Wir wollen dazu motivieren, selber auch aktiv zu werden und laden dann natürlich auch jeden herzlich dazu ein, das bei uns zu machen. Sofern sie was mit Düsseldorf zu tun haben, weil genau. Das alles andere macht dann nicht so den großen Sinn. Genau, also die große Frage, die sich natürlich auch immer in so einer Geschichte stellt, ist, wie bauen wir den Content auf? Wie machen wir das spannend? Worüber reden wir eigentlich? Ne? Gerade in so einem Setup, wo wir sehr viele Leute haben, wo wir einen Vorstand haben, jetzt in unserem Fall, der jedes Jahr neu sich zusammengesetzt wird, also One Year to Lead, ist so das Motto der Wirtschaftsjunioren. Und das ist natürlich dann sehr schwer zu überlegen, okay, haben wir jetzt ein festes Team, das ständig redet oder sich unterhält über irgendwas, wie machen wir das eigentlich? Und deswegen haben wir, wie Felix das gerade schon quasi vorbereitet hat, wirklich 4 Formate innerhalb des Podcasts aufgebaut. Das heißt, jede Woche oder wenn wir jetzt im Monat mal so in 4 Wochen aufteilen, haben wir im Grunde genommen in jeder ersten Woche immer das Thema, wir stellen ein Wirtschaftsjuniorenmitglied vor. In jeder zweiten Woche reden wir über den Mittelstand Düsseldorf und dann haben wir Politiker vor Ort und dann eben auch ein Startup-Thema beziehungsweise junge Unternehmer. Gerade Düsseldorf ist natürlich mega spannend, was sehr interessante und vor allen Dingen von Strukturen her, von der Führung her oder vom Aufbau her, was die jungen Unternehmen anbetrifft. Wir haben jetzt gerade auch über das Thema Mitarbeiter und Gehälter und wie man damit umgeht. Wir haben Zipgate beispielsweise in Düsseldorf, die komplett anders damit umgehen, wie Mitarbeiter eingestellt und entlassen werden. Und da ist es zum Beispiel so, dass die Mitarbeiter entscheiden, bleibt das Teammitglied da oder geht es, beziehungsweise stellen wir diese Person ein oder nicht. Also nicht Top-Level, sondern im Endeffekt im Kollektiv, was eine sehr innovative, aber extrem erfolgreiche Art und Weise ist. Und über solche Dinge wollen wir halt sprechen. Und warum? Ja, weil wir natürlich auch überlegt haben, was ist der Nutzen für unsere Hörer, beziehungsweise wie können wir uns in einer Stadt wie Düsseldorf auf einem Parkett, wo wir so viele Clubs und Vereine und ehrenamtliche Möglichkeiten haben, das geht in die Tausende, wollen wir an der Stelle nicht untertreiben. Und womit unterscheiden wir uns? Wo bieten wir Mehrwert? Wie werden wir sichtbar? Wie können wir auch Interesse wecken für die Leute, beziehungsweise auch so ein bisschen zeigen, was wir eigentlich alles machen? Und da bietet sich so ein Format halt an. Deswegen haben wir gesagt, wir splitten das in 4 unterschiedliche Themen. Quasi ein kleiner Einblick in alles oder in Teile von denen, was wir alles so machen in unserer Vereinsstruktur. Und haben da so natürlich auch die Möglichkeit, neue Menschen zu inspirieren, anzuziehen und zusätzlich natürlich auch noch ein bisschen die Insights der Stadt Düsseldorf, beziehungsweise, wie gerade mit dem Unternehmen angesprochen, funktionierende Konzepte auch nach außen hin zu tragen. Denn wir sind halt eine spannende Stadt, die auf vielen Ebenen auch Vorbildfunktion, Role Model im Endeffekt auch sein kann und ist. Und da kann man auch viel von lernen, beziehungsweise eben auch was für sich mitnehmen. Und das war eigentlich so der Hintergrund, warum wir das Konzept so aufgebaut haben. Und ich würde jetzt total gerne an euch halt auch die Möglichkeit richten, wofür diese Q&A, was ja die Überschrift ja auch der Lives hier ist, dass ihr, wenn ihr selber einen Verein habt oder darüber nachdenkt, einen Vereinspodcast auf die Beine zu stellen, welche Fragen ihr dazu habt. Also dafür ist es offen, stellt sie gerne. Ich sehe, es sind ein paar Leute auch live, das ist super. Ansonsten, wenn ihr die Aufzeichnung seht, könnt ihr auch gerne unter dem Video kommentieren. Ich sehe sie ja auch und werde das dann gerne dann in die nächsten. Also morgen mache ich mal eine Pause, aber ab Freitag dann wieder weitergehend natürlich wieder gerne aufgreifen und beantworten oder dann in den Chats, je nachdem, wie eilig die Fragen dann sind an der Stelle. Felix, wir beide haben ja die Aufgabe übernommen, das zu moderieren, quasi parallel. Also jeder von uns hat so quasi 2 Slots, damit ihr immer wieder auch ein bisschen Bewegung drin habt, aber trotzdem Wiedererkennungswert. Das ist auch ganz wichtig bei einem Podcast, dass es nicht immer dass nicht jede Folge komplett anders ist, weil das verwirrt einen als Hörer, wenn man jetzt so eine Serie im Endeffekt nur für sich dann auch hat. Wie hast du dich denn mental schon mal darauf vorbereitet, jetzt in die Moderatorenrolle zu hüpfen? Puh, wie habe ich mich mental darauf vorbereitet? Sag jetzt bitte gar nicht, noch nicht gar nicht, das wäre jetzt doof. Ja, also ich sag mal, ich glaube, was mir da jetzt auf jeden Fall hilft, ich mache ja selber seit ungefähr einem Jahr einen Podcast und bin da aber auch relativ naiv gestartet. Vielleicht auch da, wie habe ich mich auch damals darauf vorbereitet. Ich glaube, wichtig für mich ist immer auch ein Stück weit im Vorfeld, sich mit den Gästen auseinanderzusetzen, zu schauen, was sind Themen, die mich interessieren, was sind aber auch Themen, die das Format spannend machen. Mhm. Ich finde es immer sehr wichtig, auch ein Vorgespräch mit den Gästen zu haben. Ich glaube, das hilft einfach
gut, dass man im Vorfeld zumindest einen Rahmen absteckt. Und dann bin ich eigentlich ein Freund davon, auch einmal ins offene Gespräch zu gehen. So, ich finde es immer da wichtig, Parameter zu haben, wo man sagt, okay, das sind so die Leitthemen, über die man sich unterhalten möchte, aber dann auch gerne Raum zu lassen, ja, auch den Gast mal erzählen zu lassen. So, weil letzten Endes interessiert mich ja auch, was seine Meinungen sind. Ja, aber das ist der Punkt. Wie kriegen wir das hin? Und das ist auch gerne eine Frage bei so Interviews mit teilweise fremden Personen oder Personen, mit denen man nur sehr wenig Kontakt hat. Wenn man jetzt einen Politiker einlädt beispielsweise, dass man nicht immer per Du mit der Person. Wie kriegt man es dann hin, in so einer Interviewsituation denjenigen auch mal einzubremsen? Ne? Das ist ja auch gerne mal so ein Problem, dass dann jemand stundenlang erzählt, da bin ich ja auch ein Meister drin, aber ich habe dann auch gelernt, okay, denjenigen auch mal zu Wort kommen zu lassen. Ich weiß, ich bin im Interview, aber das ist halt auch ein Lerneffekt. Wir haben, und das haben, wenn ihr gestern reingehört habt, hatte ich ja die Anja Kuhn zu Gast von ihrem Podcast, Tell Your Personal Brand Story, Your Brand Story, so. Und sie macht es ja auch sehr charmant, ich war ja bei ihr selber im Interview vor unserem Live, dass sie 5 Entweder-oder-Fragen stellt. Ne? Also, was war das? Sachbuch oder Krimi beispielsweise. Ne? Also, dass du erstmal warm bist und so ein Mini-Smalltalk-Thema im Grunde genommen, das fand ich sehr charmant. Wir haben das noch ein bisschen anders gelöst. Wir haben ein, ich sag jetzt mal ein Speed-Dating am Anfang jeder Folge mit unserem Gast, wo ich mich auch sehr drauf freue. Ja, da freue ich mich auch drauf. Das heißt, wir haben uns ein paar Fragen ausgedacht, die wirklich ganz kurz und knapp innerhalb von insgesamt 5 Minuten beantwortet werden müssen. Wir gehen auch mit der Stoppuhr dran, also das ist ein bisschen Speed-Charakter dahinter. Einfach um ganz kurz und knapp die Person und so ein bisschen hinter die Fassade zu gucken und die kennenzulernen. Also so eine Einführung, die dann nicht nach dem Motto, erzähl mal die nächsten 20 Minuten einen Lebenslauf, ist zwar auch ganz spannend, aber ist nicht wirklich förderlich in so einer Situation in den meisten Fällen und gehen dann, wie du eben sehr schön sagtest, auch so in die Situation hinein. Das ist, wir haben eine feste Fragestellung, die wir der Person dann auch stellen werden und werden dann darüber reden. Und Frage an euch, was haltet ihr von dieser Speed-Dating-Geschichte am Anfang? Also wir haben uns das, beziehungsweise ich bin eigentlich darauf gekommen, weil wir das bei den Junioren, ja, kennst du das Format eigentlich mit dem Speeddating? Bei den Junioren selber noch nicht. Ich glaube, dafür bin ich zu frisch. Ja, genau. Als es noch nicht Corona gab, haben wir zweimal im Jahr ein Business-Speed-Dating gemacht. Das heißt, wir haben die Wirtschaftsunion auf die eine Seite gepackt und Gäste, wie zum Beispiel von der WHU oder von anderen Vereinen oder Verbänden oder Vereinigungen dazugeholt, damit sich im Endeffekt ja so ein bisschen Netzwerken auf eine andere Art und Weise mal durchsetzen kann. Ich glaube, das waren so 3-Minuten-Runden, wo dann wirklich wie so ein Speed-Dating so um den Tisch rumgelaufen sind und sich dann die Leute kennengelernt haben. Jetzt ist das halt ein bisschen schwierig geworden mit den Live-Sachen, aber daher kam auch so die Idee, da ein bisschen das in dieses Format reinzubringen. Ich habe das so noch nicht in einem Podcast gehört, aber ich kenne auch nicht alle, von daher gibt es da wahrscheinlich einen oder anderen, der das ähnlich macht, aber ich fand das eigentlich ganz lustig von der Idee her. Ja, ich freue mich da auch drauf. Ich bin vor allem gespannt, was wir so auf die eine oder andere Frage hören. Ja, ich auch. Und rauskitzeln können. Ich auch. Wir werden aber nicht spoilern, was die Fragen anbetrifft. Die dürft ihr euch dann anhören. Ich bin ganz ehrlich, aufgrund von Corona und allem, was so drumherum passiert, haben wir unseren Termin jetzt ein bisschen verschoben. Eigentlich wollten wir schon live sein, aber es ist dieses Jahr nichts mehr planbar. Ne? Ich meine, seit März ist ja im Grunde genommen ein Kalender einfach nur noch ein Notizbuch geworden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja, also wir haben gerade auch schon darüber unterhalten, wie es bei uns unternehmerisch aussieht. Du kannst ja eigentlich jede 8 Stunden deinen Plan der nächsten Tage komplett ad acta werfen. Das ist unglaublich. Ich will mich jetzt auch nicht beschweren, aber ich glaube, das ist immer so ein Austausch, den ihr auch erlebt. Und ich finde es auch ganz gut, auch mal zu hören, dass andere Leute auch genau die gleichen Probleme haben und dass man nicht irgendwie denkt, man ist verrückt oder so oder kriegt sein Leben nicht in den Griff. Das ist echt, von daher danke, dass du trotzdem heute hier bist an der Stelle. Aber ich bin ja momentan so einsiedlermäßig unterwegs, von daher kann man sich hier auch nicht anstecken. Ja, das ist in der Tat so. Ich meine, ich erlebe das ja auch und wo mir das vor allem bewusst wird, wie lange man jetzt auch schon ein Stück weit sich an Isolation gewohnt hat, ist, wenn man Leuten begegnet, auch am Anfang bei dir, macht man jetzt den Ellenbogencheck, Hand weiß man, gibt man irgendwie nicht mehr, steht man einfach nur da, sagt irgendwie Hallo. Ja, das sind die ersten paar Sekunden so nach dem Motto, ja, nee, komm einfach rein. Genau, also das ist, aber ich finde, das sagt einiges auch darüber aus. Also das heißt, wir verlernen miteinander zu kommunizieren, so dieser persönliche Umgang miteinander. Und das finde ich, ist ein Thema,
wo wir uns zukünftig einfach auch als Gesellschaft mit auseinandersetzen müssen. Wie gehen wir damit um? Wir müssen lernen, damit umzugehen, weil ich glaube, die Situation wird sich nicht groß ändern. Aber halt auch lernen, wie kriegen wir es vielleicht auch über Podcast-Formate, Videoformate, andere Formate hin, irgendwie so dieses persönliche Miteinander wieder auch ein Stück weit aufleben zu lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich jemand Haushaltsfremden getroffen habe. Ja, vor allem auch mal jemanden in den Arm zu nehmen. Jetzt sind wir komplett in einem ganz anderen Themengebiet, aber ich meine, Podcast ist ja ein digitales Thema und da hat man immer mehr Distanz. Also ich meine, wir haben jetzt die meisten Setups, die wir ja auch geplant haben, waren ja live, also quasi so wie wir hier, dass wir sitzen und uns mit unseren Gesprächspartnern unterhalten. Jetzt mit der zunehmenden Lockdown-Thematik haben wir jetzt auch überlegen müssen, okay, jetzt müssen wir alles digital machen, dementsprechend auch, haben wir jetzt auch gerade überlegt, auch festgestellt, vielleicht auch nochmal für euch so ein Tipp. Ich habe ja gestern, ich habe kein Zeitgefühl. Montag habe ich ein bisschen über Technik gesprochen. Da habe ich euch das Zoom ja vorgestellt, mit dem wir ja auch die meiste Zeit arbeiten. Und das Zoom könnt ihr auch quasi als Audio-Interface nutzen. Das heißt, im Grunde genommen damit auch online gehen und Interviews dann eben dementsprechend online führen mit einer Person, die irgendwo anders sitzt. Trotzdem mit eurem Kopfhörer-Setup und sowas, dass ihr dann keine zusätzlichen Soundkarten und das Ähnliche braucht. So, jetzt haben wir gerade festgestellt, ich habe das immer an meinem Rechner angeschlossen, dementsprechend auch keine externen Adapter oder die selber noch Strom benötigen, noch dazwischen geschaltet gehabt. Jetzt haben wir aber gerade drüber am Besprechungstisch, weil ich da den Rechner natürlich nicht stehen habe, mit einem Laptop gearbeitet. Und Gott sei Dank, weil jetzt habe ich nämlich festgestellt, dass liegt jetzt drüben, ne? Dass der Adapter, wo im Endeffekt die ganzen, ein Laptop hat ja mittlerweile nur noch 1, 2 Pseudo-Anschlüsse und das war's ja dann. Und der Adapter, den ich da dran hatte, der braucht auch eine Phantomspeisung, sprich, beziehungsweise in dem Fall so eine direkte Speisung. Und der fängt dann an zu brummen, wenn wir bei dem, beziehungsweise andersrum, die Mikrofone fangen an zu brummen, wenn die angeschlossen werden, weil, ja, zu viele Stromquellen damit beeinflussen. Das heißt, wenn ihr auch so ein queres Setup habt, wo ihr mehrere Stromfresser dazwischen geschaltet habt, kann es sein, dass eure Mikrofone anfangen zu brummen. Ich habe jetzt nämlich endlich auch herausgefunden, weil ein Kunde seit ungefähr 3 Wochen dieses Problem hat und wir es nicht herausgefunden haben, auch mit dem externen Support des Herstellers nicht. Und wenn ich mir die Fotos angucke, die er mir geschickt hatte, dann weiß ich jetzt auch, das ist der Adapter dann dazwischen. Das heißt, ja, entweder wirklich an den Rechner anschließen oder stromlose Adapter dazwischen nutzen. Geht ja auch, indem man Stecker dementsprechend nutzt. Aber das ist auch so eine Herausforderung, mit der man momentan kämpft. Man sitzt da, man hat eigentlich nie großartig was mit irgendwelcher Technik zu tun gehabt, außer dass man seinen PC anmacht und seine Maus bedient und seine Webcam anguckt. Und jetzt sitzen wir dann plötzlich da, haben 3 Laptops da drauf und testen. Ich habe Gott sei Dank hier mein komplettes Equipment da mit den ganzen Mikrofonen, haben wir durchgetestet, vielleicht sind die Mikrofone kaputt. Kann ja auch sein, ne? Ja, und am Ende des Tages war es im Endeffekt wirklich der Adapter. Also für euch auch nochmal so ein Ding, wenn ein Mikrofon brummt, hat sehr oft auch was mit der Stromversorgung zu tun. Entweder, dass die am Gerät nicht richtig eingeschlossen ist oder die zusätzlichen Geräte halt, ja, da Ärger produzieren. Ne? Ich hoffe, ich konnte euch da auch nochmal ein kleines Bonbon mitgeben für diejenigen, die sich damit gerade aktuell rumschlagen. Ja, meine Lieben, es ist kein Problem, wenn ihr keine Fragen stellt. Schöner wäre es natürlich, weil die Q&A ist für euch an der Stelle, aber ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen was zum Hintergrund auch und zur Notwendigkeit oder der Möglichkeit von der Sichtbarkeit von Vereinen durch Podcast jetzt mitgeben. Also ein ganz kurzer Einblick, aber mehr werdet ihr dann auch im Podcast hören. Kleiner Spoiler, beziehungsweise Werbeblock an der Stelle. Ja, aber ich freue mich, das ist ja quasi ein internes Projekt für uns und ich finde das total toll, dass wir das jetzt endlich machen. Vor allen Dingen dann auch in dieser Art und Weise machen und ich bin mal gespannt, ob wir das vor Weihnachten noch hinkriegen. Ich würde sagen, wir versuchen unser Bestes. Ich verspreche nichts mehr. Ja, ich glaube, Planung kann man machen. Ob sie eintreffen, weiß man nicht. Genau. Aber wir haben es auf jeden Fall vor. Das heißt, ihr werdet ganz bald was von uns hören. Ja. Und ich freue mich auch wirklich auf das Format, weil das wird gut. Ja, ich glaube auch, das wird Spaß machen. Vor allen Dingen mit dir dann auch zusammen. Ich finde es auch gut, dass wir das als Moderatoren-Duo machen und eben nicht alleine, weil so ist man, kann man auch mal sagen, pass auf, das ist schwieriger, nimm den mal. Ich freue mich aber auch, wenn wir mal ein paar Folgen zusammen machen. Ja, sehr gerne. Die erste machen wir auf jeden Fall zusammen, wo wir euch mal so ein bisschen auch was über uns erzählen werden, beziehungsweise für diejenigen, die uns dann nicht kennen und auch über den Verein noch ein bisschen mehr. Und ich freue mich richtig auf das Thema. Wird cool. Meine Lieben, wenn ihr selber in einem Verband, Verein, Club seid und ihr gerade auch das Thema habt, was ist mit Sichtbarkeit, wie kriegen wir neue
neue Klienten, Gäste. Boah, ich bin so durch, ne? Entschuldigung, ich nehme mir morgen echt einen Tag frei. Ich kann nicht mehr, weil der Umzug, der war einfach zu krass mit allem drum und dran. Und wenn ihr wirklich auch selber Mitglied seid und merkt, okay, hier läuft es nicht mehr und wir kriegen die Kuh irgendwie nicht mehr vom Eis, beziehungsweise uns laufen wir auch die Leute weg, dann überlegt auch mal ein digitales Format. Nicht nur die Zoom-Meetings, das ist auch was Schönes, aber einen Gast mit in ein Zoom-Meeting zu bringen. Du hast es gerade sehr schön gesagt, so an der Tür. Man hat dann immer noch die Möglichkeit, sich in die Augen zu gucken und zu sagen, pass auf, ich habe hier einen Gast mitgebracht und den irgendwie vorzustellen, auch wenn es mit Distanz wäre. Aber in einem Zoom-Meeting, so nach dem Motto, guck mal, das ist das kannst du nicht machen. Wenn da 20, 40 Leute drin sind, dann fühlt sich ein Gast immer irgendwie fremd. Und das ist das Problem, was ich jetzt auch sehe bei den ganzen Online- und Digital-Treffen, dass Gäste immer noch eine viel, viel größere Scheu haben, mit reinzukommen. Und dann ist es vielleicht auch schön, so ein Format zu haben, wo man sich vorher schon mal reinschnuppern kann, schon mal Leute hört oder sich mit dem Vereinsgedanken oder halt den einzelnen Mitgliedern auch mal vertraut macht. Und dann sind, glaube ich, diese Hürden auch kleiner. Das heißt, das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee für euch. Und wenn ihr da, wie gesagt, Fragen habt oder Hilfe braucht, dann meldet euch bei mir. Ja, gerne bis zum 18. mache ich die Lives noch. Es hat einen Grund, aber das erzähle ich erst nächste Woche, warum wir dann aufhören damit. Weihnachten ist das nicht der Grund, sondern eine andere Geschichte, aber das bringe ich euch, wie gesagt, nächste Woche mit. Ihr Lieben, wie gesagt, morgen mache ich mal einen Tag frei, weil sonst, weiß ich nicht, fresse ich noch ein Mikrofon zwischendurch statt einem Brötchen oder so. Ich bin so durcheinander im Moment. Das ist schlimm. Es gibt gerade diese Werbung, ne, wo dann einer irgendwie sitzt und irgendeine Müsli-Schale ist, statt das Müsli. Ja. Ich weiß auch nicht, da fühlte ich mich sehr mit abgeholt. Wir sehen uns am Freitag wieder, dann um 12 Uhr. Ich habe am Freitag keinen Gast, das heißt, da bin ich wirklich nur für euch da und für wirklich alle eure Fragen zum Thema Business Podcasting. Ihr, also alles, was euch berührt zum Thema Monetarisierung mit oder durch einen Podcast, zum Thema, wie heißt es, mein Gott, Vermarktung. Ich habe gerade Vertrieb im Kopf gehabt. Vermarktung eures Podcasts, beziehungsweise auch das ganze Setup, wie wir gerade also erzählt haben, welche Gedanken wir uns gemacht haben, wie wir das Format, sprich die Inhalte aufbauen. Also sowas, diese ganze Vorbereitungsschiene. Ich habe auch viele Fragen gestellt bekommen in vorigen Vorträgen oder Barcamps zum Thema, wie sieht die Vorbereitung aus, wie strukturierst du dich? Also wenn ihr dazu Fragen habt. Technik, habt ihr gerade gemerkt, habe ich wieder viele neue Sachen erfahren, die ich euch auch gerne mitgeben kann. Also zu all den Dingen auch zum Thema, wie kriege ich Interviewgäste rein oder wie mache ich meinen Podcast durch Interviews vielleicht auch bekannter und mehr sichtbarer, seid ihr herzlich willkommen am Freitag wieder. Ansonsten gibt es hier unten drunter den Link, wo ihr die Termine für nächste Woche auch findet und meine spannenden Gäste. Samstag habe ich wieder einen Gast dabei. Das ist die Ute. Auch eine sehr, sehr witzige Geschichte. Sie ist noch nicht online. Und warum, das werden wir am Samstag klären. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen gesunden Tag, was auch immer für ein Wochentag heute ist. Ich glaube Mittwoch, ne? Genau. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dann. Tschüss. So, jetzt ist erstmal das Video stoppen.